Meine Damen und Herren, ich wollte mich zuerst bei allen Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben, das Video über die Hebelübungen zu erstellen. Was macht man, nachdem man die Frage gelesen hat? Man erstellt ein Schema. Es soll kein Kunstwerk sein. Man erstellt ein übersichtliches Schema, um die Situation zu veranschaulichen. Jedoch ist eine gewisse Genauigkeit angebracht. Am besten maßstabgetreu. Dann stellen wir die Kraftpfeile dar. Wie macht es Herr Henri Lennartz? Diese Kugel wird durch ihre Gewichtskraft G senkrecht nach unten gezogen. Also zeichnen wir einen senkrechten Pfeil, der nach unten gerichtet ist. Man beachtet die Eigenschaften der Kraft: Richtung, Richtungssinn, Betrag und Angriffspunkt. Der Schwerpunkt eines Körpers ist eine gedachte Stelle. Ein fester Körper verhält sich in vielen Fällen so, als wäre seine gesamte Masse im Schwerpunkt vereinigt. Diesen beschriften wir selbstverständlich, sowie die Kraftpfeile, die Abstände und den Stützpunkt. Jetzt werde ich mir einige Antworten der Schüler anschauen. Punkte benennen. Das hier war bestimmt im Sonderangebot. Was ist das für eine Klammer? Ich unterscheide nicht mal L1 von L2. Meine Oma würde das noch besser hinbekommen. Die Strichmännchen sind so dick, dass der Angriffspunkt kaum zu sehen ist. Muss ich auch noch psychomotorische Übungen machen lassen? Super. Alles in schwarz, damit ich gar nichts erkennen kann. Sind wir hier in einem Farbenblindenverein? Sind die Pfeile im Kugelschreiber stecken geblieben? Es ist nicht, weil wir in einer Wirtschaftskrise sind, dass du überall sparen musst. Da gibt es noch viel Arbeit. Also fasse ich zusammen. Es handelt sich nicht um ein Kunstwerk. Es soll ein maßstabgetreues, präzises Schema sein. Mit korrekter Beschriftung.